Oh, ganz kurz mal zurück. Anmerkung zwischendurch. Das Drifttraining war eine ganz spontane Idee. Was bedeutet, wir hatten nur ein Handy und eine GoPro zum Filmen. Der Ton ist schlecht und die Videos teilweise verwackelt. Aber das Schlimmste von allem, ich war nicht dabei. Naja, sorry auf jeden Fall. War mein Bruder halt alleine driften. Aber wie läuft so ein Drifttraining eigentlich genau ab? Naja, es gibt ein Fahrerbriefing, Instruktoren, Snacks, eine Kreisbahn, eine Pylonenstrecke, eine richtige Strecke, Mittagessen und 3 Gruppen von Fahrern. Die zum allerersten Mal schleudern, Anfänger und die Fortgeschrittenen. Hey, und hier ist unser Mazda. Aber Achtung, die meisten stellen sich ein Drifttraining ungefähr so vor. Nicht so ganz. In Wirklichkeit geht es ums Üben, Üben, Üben. Man darf nur nicht vergessen, dass selbst auf einem abgesperrten Gelände mal was schief gehen kann. Nein. Wir hatten wirklich Glück, dass nicht mehr passiert ist als das. Ich dachte, du bist voll in die Betonmauer reingekracht. Bin ich ja. Aber wir waren leider auch nicht die Einzigen an diesem Tag. Naja, sowas kann einfach passieren. Am wichtigsten ist doch, dass man ein bisschen was lernt und vor allem, dass man viel Spaß dabei hat. Und weil ich beim Drifttraining dieses Mal leider nicht dabei sein konnte, dachte ich mir, gehe ich wenigstens mit meinem Land Cruiser im Dreck spielen. Neues Projektauto. Wird er sie balancieren? Ah!
Sehr gut. Das war jetzt nicht so einfach. Da ist er. Und beim nächsten Mal. Hi. Servus. Hi. So, das neue Lager, Stehbolzen. Da ist unser neuer Motor.